Die Geschichte Deutschlands ist unglaublich komplex, voller Widersprüche und bleibt für die meisten Zeitgenossen nahezu unbekannt, spielt jedoch eine Schlüsselrolle im Verständnis der menschlichen Geschichte, insbesondere der europäischen. Deutschland ist ein Ort, an dem sich die Schicksale der Kelten, der Aufstieg und Fall des Römischen Reiches, die mittelalterlichen Franken und unzählige Reiche miteinander verflechten, deren genaue Zählung bis heute unter Wissenschaftlern umstritten ist. Es hat sich so ergeben, dass jedes Mal, wenn etwas global Tragisches auf der Welt passiert, die Deutschen unweigerlich im Zentrum des Geschehens stehen. In den nächsten Minuten werden wir Ihnen eine kurze, aber gehaltvolle Geschichte dieses widersprüchlichen Landes vorstellen und wir versprechen, dass unerwartete Entdeckungen auf Sie warten. Doch dazu später mehr. Zunächst reisen wir eine halbe Million Jahre zurück, um zu sehen, wie auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands bereits die frühesten Menschen lebten. In Mauer wurden Überreste des Homo heidelbergensis gefunden, die etwa 600.000 Jahre alt sind. Später lebte hier auch der Steinheimer Mensch, der eine Übergangsform zwischen dem Homo heidelbergensis und dem Neandertaler darstellt. Untersuchungen zeigen, dass die Neandertaler begannen, diese Gebiete vor etwa 120.000 Jahren aktiv zu besiedeln, und es gibt Hinweise auf Vermischungen mit frühen Homo sapiens. Das ist nicht überraschend, denn ähnliche Ereignisse fanden auf der ganzen Welt statt. Und Deutschland bildete die nördlichste Grenze der Ausbreitung der Neandertaler auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Vor etwa 100.000 Jahren begann die letzte Eiszeit, die auch Deutschland nicht verschonte. Der Gletscher erstreckte sich zeitweise bis zum heutigen Rhein und schuf recht raue Lebensbedingungen. Trotz der Tatsache, dass vor etwa 40.000 Jahren ein großer Teil Deutschlands eine Tundra war, lebten dennoch Menschen hier. Ungefähr zu dieser Zeit verschwanden die Neandertaler und machten Platz für die Cro-Magnon-Menschen, die zahlreiche Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen haben. In Heidelberg wurde eine der ältesten Statuetten eines Menschen gefunden, die Venus, deren Alter auf 35.000 bis 40.000 Jahre geschätzt wird. Kulturen der Cro-Magnon-Menschen wie die Hamburger Aurignacian- und Swiderien-Kultur sind gut erforscht und lassen den Schluss zu, dass sich das Leben in Deutschland im Großen und Ganzen nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten entwickelte wie in anderen Teilen der Welt. Die Germanen errichteten gerne Dolmen, steinerne Grabstätten, die Tischen ähnelten. Solche Bauwerke findet man jedoch auch in Korea, weshalb es falsch wäre, sie als eine einzigartige Eigenschaft der germanischen Stämme zu betrachten. Eine Besonderheit sind höchstens die im Süden Deutschlands gefundenen Überreste der ältesten Hunde. Während die Wissenschaftler weiterhin das Rätsel ihres Ursprungs zu lösen versuchen, bleiben die Germanen und Chinesen die Hauptanwärter auf den Titel der ersten Hundedomestikatoren in der Geschichte. Die weitere Geschichte der Region ist hauptsächlich dank der Römer zu uns gelangt, die zahlreiche Stämme unter dem gemeinsamen Namen Germanen vereinten. Man muss jedoch verstehen, dass dies ein sehr verallgemeinerter und im Grunde überhöhter Begriff ist. Im Jahr 1000 vor Christus existierten auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands und darüber hinaus Dutzende völlig eigenständiger Stämme. Bataver, Schauken, Angeln, Friesen, Markomannen, Langobarden, Goten, Vandalen und viele andere, die bisher nur wenig erforscht sind. Die Teutonen beispielsweise wurden von einigen Historikern als Kelten betrachtet, während andere sie den Germanen zuordneten. Der römische Historiker Tacitus bemühte sich überhaupt nicht um eine genaue Klassifizierung und behauptete sogar, die Gallier seien Germanen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Unterschiede zwischen den zahlreichen Stämmen auf dem Gebiet Deutschlands hauptsächlich geografischer und nicht ethnischer Natur waren. Um ausführlich über all die Errungenschaften dieser Stämme zu berichten, bräuchte man viel Zeit. Daher werden wir diesen Abschnitt verkürzen und nur einige der wichtigsten Entwicklungen im ersten Jahrtausend vor Christus hervorheben. Die ersten großen Stämme schlossen sich allmählich zu Bündnissen zusammen, wie es bei den Goten, Franken und Sachsen der Fall war. Außerdem drängten die ursprünglich hauptsächlich im Norden lebenden germanischen Stämme aktiv nach Süden vor, vertrieben die Kelten und assimilierten sich allmählich mit ihnen. Der Unterschied zwischen Germanen und Kelten war für Außenstehende oft schwer zu erkennen.
Im Vergleich zu den Griechen und Römern wirkten die Germanen tatsächlich wie Barbaren, da sie technisch und kulturell erheblich zurückblieben. Doch dieselben Europäer, von denen wir über die Germanen erfahren, neigten dazu, ihre Errungenschaften zu unterschätzen, insbesondere angesichts der häufigen Überfälle germanischer Stämme, und stellten sie als völlig wild dar. In Wirklichkeit war es, obwohl die Germanen in ihrer Entwicklung hinterherhinkten, nicht so schlecht um sie bestellt. In der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus hatten sie bereits eine gemeinsame Sprache, Kultur und handwerkliche Fähigkeiten auf den assimilierten Gebieten Deutschlands entwickelt. Darüber hinaus beeindruckte ihr äußeres Erscheinungsbild sogar die Römer. Der römische Historiker Tacitus erwähnte zum Beispiel, dass er von der Körpergröße und Statur der Germanen beeindruckt war. Und ihr blondes Haar und ihre blauen Augen verstärkten diesen Eindruck. Die moderne Geschichte, die unter dem Einfluss Roms steht, unterschätzt oft die Errungenschaften der Germanen, obwohl die ersten großen Zusammenstöße ihrer Stämme mit dem Römischen Reich bereits im 2. Jahrhundert vor Christus stattfanden. Der Kimbernkrieg, wie ihn die Historiker nennen, war ein Konflikt, in dem die Teutonen und Kimbern zusammen mit einigen keltischen Stämmen den Römern erheblich zusetzten, Gallien und Norditalien verwüsteten. Dieser Konflikt war der Anstoß für eine tiefere Erforschung der Germanen und die Stärkung der römischen Grenzen, denn ab diesem Moment hörten die Angriffe nicht mehr auf. Julius Caesar war in dieser Hinsicht erfolgreicher als andere, da es ihm gelang, nicht nur die Angriffe abzuwehren, sondern die Germanen auch hinter den Rhein zurückzudrängen. Doch im Jahr 9 nach Christus vernichteten die Germanen in der Schlacht im Teutoburger Wald 3 römische Legionen. Und seitdem gelang es den Römern nicht mehr, weiter vorzudringen. Schließlich wurden die Grenzen des Römischen Reiches entlang der Flüsse Rhein und Donau festgelegt und das Hauptaugenmerk galt nun der Verteidigung, wobei nur gelegentlich Strafexpeditionen tief ins germanische Gebiet unternommen wurden. Die Situation entwickelte sich so, dass die Römer einen kleinen Teil der Stämme doch unterwarfen und ihre Ordnungen und Währung einführten. Die germanischen Grenzstämme standen ebenfalls unter erheblichem Einfluss Roms und aus ihren Reihen wurden oft Truppen zur Grenzsicherung und Unterstützung der Legionen rekrutiert. Doch je weiter man ins Innere Deutschlands vordrang, desto schwächer wurde der römische Einfluss und die traditionellen Stammesbräuche traten wieder in den Vordergrund, was zu einer Zunahme der Überfälle führte. Mit der Schwächung des Römischen Reiches wurden diese Angriffe immer zerstörerischer und verwandelten das einst mächtige Imperium schließlich in eine Region, die von Germanen besiedelt wurde. Gleichzeitig erwähnen Lehrbücher, die sich mit dem Römischen Reich und der Geschichte Deutschlands befassen, selten einen wichtigen Fakt der europäischen Geschichte: die globale Abkühlung, die zur Mitte des 1. Jahrtausends nach Christus eintrat. Auf dem Höhepunkt dieser Abkühlung hatten die Germanen bereits viele kleine Staaten auf dem Gebiet des ehemaligen Römischen Reiches gegründet, führten Raubzüge nach Rom durch und fühlten sich dort wie zu Hause. Natürlich fielen die Hunnen etwa 100 Jahre zuvor in Europa ein, aber bis dahin waren die sogenannten Völkerwanderungen hauptsächlich mit militärischen Feldzügen verbunden. Erst die globale Abkühlung, so glauben moderne Wissenschaftler, überzeugte die Bewohner der kalten Regionen Europas endgültig von der Notwendigkeit der Migration, was zu einer Migrationswelle führte, die das Gesicht Europas grundlegend veränderte. Die germanischen Stämme der Angeln und Sachsen, die nach Norden zogen, bildeten schließlich die Grundlage für die Entstehung Großbritanniens. Der Stamm der Franken eroberte Gallien und verwandelte es nach einigen Jahrhunderten in das moderne Frankreich. Das Römische Reich hingegen zerfiel in viele Teile, die später Trommelwirbel von den Germanen wieder vereint wurden. Und das ohne die Wikinger zu erwähnen, deren Wurzeln ebenfalls auf alte germanische Stämme zurückgehen. Insgesamt, wohin man im frühen Mittelalter auch schaut, überall entweder germanische Stämme oder ihre entfernten Verwandten. Nur das östliche Römische Reich bestand weiter. Doch, wie Sie verstehen, ist es schwierig in dieser Zeit, von einer geformten germanischen Staatlichkeit zu sprechen. Der Vertreter des germanischen Stammes der Goten, Odoaker, wurde König von Italien, aber er wurde vom Ostgoten Theoderich gestürzt, ebenfalls ein Germane.
Die Byzantiner hatten Italien anscheinend bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts von den Ostgoten befreit. Doch deren Platz nahmen die Langobarden ein, die zudem die Heruler besiegten. Ich denke, es erübrigt sich zu erwähnen, dass auch sie alle von germanischen Stämmen abstammen. Die Westgoten und Burgunder herrschten in Gallien, und in dieser Zeit ist es nahezu unmöglich, klare Grenzen, Zeiträume und Gebiete germanischer Staaten zu bestimmen. Es ist einfacher zu sagen, dass sie in irgendeiner Form überall präsent waren, obwohl sie ironischerweise fast nirgendwo die zahlenmäßig dominierende Bevölkerung stellten. Es ergab sich einfach so, dass nach der Krise des Römischen Reiches die militärisch gut organisierten germanischen Stämme zur dominierenden Kraft in Westeuropa wurden. Lassen wir also ihre endlosen Auseinandersetzungen den Historikern und wenden uns dem Reich der Franken zu. Viele betrachten die Franken als Teil der Geschichte Frankreichs und das ist durchaus berechtigt. Man sollte jedoch bedenken, dass die Franken ursprünglich ein germanischer Stamm waren, weshalb sie auch im Kontext der deutschen Geschichte betrachtet werden sollten. Die ersten Erwähnungen der Franken finden sich in historischen Aufzeichnungen des 3. Jahrhunderts vor Christus und in den ersten Jahrhunderten nach Christus war ihr Gebiet Teil des Römischen Reiches. Mit der Schwächung Roms wuchsen jedoch die Ambitionen der Franken. Im Jahr 481 wurde Chlodwig der erste offizielle König des Fränkischen Reiches und von diesem Moment an bis 1814 dehnte sich das Fränkische Reich immer weiter aus. Chlodwig besiegte im Jahr 486 endgültig den letzten bedeutenden römischen Feldherrn Syagrius und eroberte Gallien. Er unterwarf auch andere germanische Stämme wie die Westgoten. Seine Nachfolger setzten die Expansion des Reiches fort und gliederten Aquitanien, Norditalien, Teile Spaniens und noch mehr germanische Ministaaten. Der Höhepunkt der Macht der Franken war die Herrschaft des legendären Karl des Großen. Als Sohn eines Mannes mit dem lustigen Namen Pippin der Kleine begann Karl sein Leben und wurde der Erste, der Westeuropa seit dem Römischen Reich wieder vereinen konnte. Er kämpfte an allen Fronten und war stets erfolgreich. Bis zum Jahr 800 gehörte das gesamte Gebiet Deutschlands zum Fränkischen Reich und Italien wurde sogar schon früher angeschlossen, was es Karl ermöglichte, den Titel des römischen Kaisers anzunehmen. Genau genommen wurde ihm dieser Titel vom Papst verliehen, obwohl Karl selbst wenig Interesse daran hatte, die Beziehungen zu Byzanz zu verschärfen, das sich als rechtmäßiger Nachfolger Roms betrachtete. Letztendlich konnten die Widersprüche beseitigt werden und im Jahr 812 erkannten die Byzantiner Karl als Kaiser an. Und das nicht ohne Grund. Selbst das alte Rom hatte sich im Jahr 9 nach Christus nicht getraut, den Rhein zu überqueren, um seine Grenzen zu erweitern, während Karl ohne zu zögern alle verbliebenen germanischen Stämme besiegte und zudem auch die Slawen in ihre Schranken wies. Zum Zeitpunkt des Todes von Karl dem Großen erstreckte sich das Gebiet des Fränkischen Reiches bis zur Elbe und die Frage der germanischen Barbaren war endgültig geklärt. Doch das Problem des Feudalismus konnte nicht so einfach gelöst werden. Im Fränkischen Reich galt ein komplexes Erbrecht und selbst unter Karl dem Großen war es feudal in viele Teile zersplittert. Aufstände der leibeigenen Bauern wurden zur Gewohnheit. Nach Karls Tod begann das wahre Chaos. Der Aufstand in Flandern, der Widerstand der Sachsen gegen den fränkischen Adel und interne Konflikte zwischen den Feudalherren selbst bestimmten das Schicksal des einst mächtigen Staates. Im Jahr 843 teilten die Erben Karls des Großen das Reich in 3 Teile. Das Westfränkische Königreich, das zum Vorläufer des künftigen Frankreichs wurde, das Mittelreich, das nicht lange bestand, aber hauptsächlich Italien umfasste, und das Ostfränkische Königreich, das später die Grundlage für Deutschland bildete. Der Vertrag, der das Reich teilte, ist als Vertrag von Verdun bekannt. Und genau von diesem Moment an beginnen die Franzosen und Deutschen ihre Geschichte getrennt zu zählen. Die Deutschen nannten das Ostfränkische Königreich fast sofort nach seiner Entstehung das Reich der Germanen und begannen eine rasante Entwicklung. Im Osten führten sie erfolgreich Krieg gegen die Ungarn und erweiterten ihre Gebiete, während sie im Westen mit verwandten Völkern aus dem Mittelreich interagierten. Bald darauf, bereits um das Jahr 900, kam Lothringen unter ihre Kontrolle
und somit vereinte das ostfränkische Königreich tatsächlich alle Gebiete Europas, in denen Germanen lebten. Gleichzeitig wehrte Ludwig der Deutsche die Angriffe der Wikinger sehr erfolgreich ab. Sein Hauptverdienst war jedoch die Förderung der deutschen Sprache. Er übersetzte Literatur ins Deutsche und trug so zur Bildung einer rein deutschen nationalen Identität bei. Doch wie es oft der Fall ist, folgten auf den Tod eines starken Führers schwierige Zeiten der feudalen Zersplitterung. Die Schwächung der karolingischen Dynastie, die nach Karl dem Großen benannt ist, brachte das Land fast an den Rand des Zerfalls. Als 911 der letzte Vertreter der östlichen Linie der Karolinger starb, wurde die Lage kritisch. Im Land gab es zu viele einflussreiche Feudalherren, von denen jeder seine eigene Politik verfolgte. Hinzu kamen Bedrohungen durch die Ungarn und die Polen, die begannen, die geschwächten östlichen Gebiete anzugreifen. Doch die Situation konnte durch den Aufstieg der sächsischen Dynastie korrigiert werden, die die Karolinger ablöste und der Welt Otto den Großen schenkte, einen würdigen Nachfolger Karls des Großen. Im Jahr 955 besiegte Otto der Große an der Lech die Ungarn und setzte damit der slawischen Bedrohung aus dem Osten für immer ein Ende. Doch im Gegensatz zu seinen Vorgängern beschränkten sich seine Ambitionen nicht nur auf militärische Siege. Otto versuchte, die slawischen Stämme zum Christentum zu bekehren. Zwar war dieser Schritt nicht von großem Erfolg gekrönt, doch legte er den Grundstein für die zukünftige Expansion des Staates nach Osten. Gleichzeitig belebte Otto das Römische Reich wieder und schuf das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Dieses Reich trug zwar einen langen Namen, konnte jedoch in Bezug auf die Größe des Territoriums nicht mit den früheren Imperien mithalten. Otto herrschte über Deutschland und Teile Italiens. Aber dieses Imperium bestand fast 1000 Jahre lang und sein Beitrag zur Geschichte Europas ist kaum zu überschätzen. Ebenso wie Otto selbst der politische Weitsicht bewies, indem er seinen Sohn mit einer byzantinischen Prinzessin verheiratete, was die Verbindungen zum östlichen Römischen Reich stärkte. Ottos Nachfolger unternahmen sogar Versuche, die Hauptstadt nach Rom zu verlegen und sie erneut zum Zentrum der Macht zu machen, jedoch ohne Erfolg. Darüber hinaus führten die Konflikte mit dem Papst und der Kirche, die in den folgenden Jahren aufkamen, zu schwerwiegenden Konsequenzen für die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Die erste Jahrtausend der deutschen Geschichte liegt hinter uns. Wir haben die wichtigsten Ereignisse untersucht und über die Stämme, Könige und Reiche erfahren, die diese Region geprägt haben. Wenn Ihnen unsere Reise in die Tiefe der Geschichte gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns dies in den Kommentaren mitzuteilen. Möchten Sie eine Fortsetzung? Lassen Sie es uns wissen. Und natürlich unterstützen Sie uns, indem Sie einen Daumen nach oben geben. Ihre Unterstützung inspiriert uns dazu, neue Episoden zu produzieren.